Heute haben wir 5 Redewendungen aus unserem Alltag und ihr ratet, was sie heißen. Los geht's. Redewendung Nummer 1. Es zu bunt treiben. Was heißt es zu bunt treiben? A. Zu viele Farben verwenden. B. Zu weit gehen oder übertreiben. C. Zu viel Sport treiben. Dieses erste Beispiel haben wir auf einem Werbeplakat von Humanik in der Marie-Hilfer-Straße in Wien gefunden. Und darauf wird eine Frage gestellt. Treiben wir es zu bunt? Diese Frage spielt auf die Redewendung es bunt treiben an. Und das ist eine umgangssprachliche Redewendung. Diese Redewendung bedeutet, dass jemand mit einem bestimmten Verhalten oder mit einer Situation übertreibt oder über die Grenzen eines akzeptierten oder erträglichen Verhaltens geht. Wir könnten dazu auch zu weit gehen sagen. Die Aussage treib's nicht zu bunt oder geh nicht zu weit kann also als eine Art Drohung verstanden werden, mit seinem eigenen Verhalten nicht über eine gewisse Grenze des Erträglichen zu gehen. Die Redewendung kann aber auch mit etwas Positivem verbunden werden, vor allem dann, wenn wir das zu weglassen und nur es bunt treiben sagen. Dann geht es darum, sein Leben in vielfältigen Facetten und Farben zu gestalten und sich frei und kreativ auszudrücken. Dabei überschreitet man normalerweise zwar ein gewisses Maß an Normalität und macht oft Dinge, die nicht immer toleriert sind, aber man führt ein aufregendes und extravagantes Leben, ohne sich an bestimmte Konventionen oder Regeln zu halten. Mit der Frage, treiben wir es zu bunt, stellt das Unternehmen also die Frage, ob es zu extravagant oder zu außerhalb der Norm ist. Es wird auf einen bunten oder außergewöhnlichen Stil angespielt, den KundInnen beim Kauf der Produkte erhalten können. Andere Beispiele mit dieser Redewendung sind: Ich sag das jetzt das letzte Mal, treib's nicht bunt. Das reicht. In seiner Jugendzeit trieb es Max bunt. Er war ständig auf Konzerten, hatte wilde Abenteuer und traf viele interessante Menschen. Die Künstlerin Martina treibt es bunt in ihrer Kunst. Ihre Gemälde sind voller Farben und unkonventioneller Ideen. Redewendung 2. Ins Reine kommen mit etwas. Etwas sehr gründlich putzen, die Zustimmung von einer Person bekommen oder innere Harmonie mit einer Situation finden. Auch das zweite Beispiel ist ein Werbeplakat und diesmal von Bipa. Bipa ist eine sehr bekannte Drogeriekette in Österreich und gehört zur Rewe-Gruppe. Auf dem Werbeplakat steht geschrieben: mit der Natur ins Reine kommen. Und ins Reine kommen mit etwas oder jemandem meint, dass wir in eine innere Harmonie kommen mit einer bestimmten Situation oder einer bestimmten Person. Es geht vor allem darum, mögliche Unstimmigkeiten oder Konflikte zu klären und den inneren Frieden zu finden. Und ins Reine mit der Natur kommen meint, dass man in eine Harmonie mit der Natur kommt und vor allem, dass man eben der Natur nicht schadet. Andere Beispiele mit dieser Redewendung sind: Nach einem langen Gespräch kamen die Geschäftsleute endlich ins Reine miteinander und beschlossen, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. Wir haben gestern lang geredet und haben uns endlich einigen können. Jetzt sind wir mit dem Thema echt im Reinen. Ich musste lange über meine Entscheidung nachdenken, aber jetzt bin ich endlich mit mir selbst ins Reine gekommen. Redewendung 3. Nicht ganz dicht sein. Was heißt nicht ganz dicht sein? A. Nicht gut isoliert sein. B. Verrückt sein. C. Sich vernünftig verhalten. In diesem Beispiel sehen wir die Aufschrift Österreich ist nicht ganz dicht. Nicht ganz dicht sein meint, dass man verrückt ist oder nicht bei klarem Verstand ist. Typische Ausdrücke, die das Gleiche bedeuten, sind: Du bist nicht ganz bei Trost oder in unserem Dialekt: Du hast einen Schuss. Hier haben wir ein schönes Wortspiel, denn das Plakat spielt auch auf einen Sanierungsbonus für alte Häuser an. Und Häuser, die eben nicht saniert und alt sind, sind oft eben nicht ganz dicht. In diesem Kontext bedeutet es, dass die Häuser eben nicht gut isoliert sind und damit auch Energiekosten für BewohnerInnen steigen. Das Plakat möchte also einerseits auf diesen Sanierungsbonus hinweisen und auf die Tatsache, dass es in Österreich viele Häuser gibt, die nicht gut isoliert, also nicht dicht sind. Andererseits sagt dieses Plakat auch, dass der angebotene Bonus verrückt ist, also verrückt gut in diesem Fall. Andere Beispiele mit dieser Redewendung sind: Wer überrascht ist, dass die Radprofis alle dopen, der ist nicht ganz dicht, sagt er. Du bist ja nicht ganz dicht. Wolltest du jetzt ernsthaft da oben springen? Redewendung 4. Mit uns ist gut Kuchen essen. Mit uns kommt man gut zurecht. Wir backen gemeinsam Kuchen. Mit uns isst man oft Kuchen. Auf der Webseite von
Piece of Cake Films steht geschrieben, mit uns ist gut Kuchen essen. Indem das Wort Kuchen in der Redewendung verwendet wird, bezieht man sich auf den Namen der Firma, in dem das englische Wort für Kuchen, also Cake, steckt. Was heißt aber jetzt diese Redewendung? Der Satz mit uns ist gut Kuchen essen bezieht sich auf eine deutsche Redewendung, mit jemandem ist nicht gut Kirschen essen. Und diese Redewendung ist eigentlich negativ, denn sie drückt aus, dass man mit einer Person, mit jemandem nicht gut auskommt, sich mit jemandem also nicht gut versteht. Das kann aber auch nur eine vorübergehende Situation sein, zum Beispiel eben nur für einen Tag. Zum Beispiel, wenn ein Kollege oder eine Kollegin heute nicht gut gelaunt ist, könnten wir sagen, mit ihr oder mit ihm ist heute nicht gut Kirschen essen. Oder in unserem Dialekt aus Salzburg, mit ihm oder mit ihr ist aber heute nicht gut Kirschen essen. In unserem Beispiel hat die Firma aber bewusst das nicht aus der Redewendung weggelassen und will damit sagen, dass man mit der Firma sehr wohl gut auskommen kann und eine potenziell sehr gute Zusammenarbeit haben kann. Dann hat die Firma noch das Wort Kirschen mit Kuchen getauscht, um eben einen Bezug zu ihrem Firmennamen herzustellen. Andere Beispiele mit dieser Redewendung sind: Kannst du mir kurz helfen? Na, lass mich in Ruhe. Oh, okay, mit dir ist heute anscheinend nicht gut Kirschen essen. Ich meide meinen Kollegen so gut es geht. Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Er fängt fast jedes Mal einen Streit an. Und, wie sind deine neuen Nachbarn? Ma, frag lieber nicht. Mit denen ist echt nicht gut Kirschen essen. Und, hättet ihr alle Redewendungen schon gekannt? Welche gefällt euch am besten? Lasst uns das gern unten in den Kommentaren wissen. Redewendung 5. Setzt Freude in Gang. Was heißt Freude in Gang setzen? A. Freude wird ausgelöst. B. Freude wird beendet. C. Freude entsteht durch Gehen. Dieses Beispiel haben wir in Wien bei Fahrradständern gefunden. Damit wird versprochen, dass, wenn man sich die Fahrräder ausleiht, Freude in Gang gesetzt wird. Die Phrase etwas in Gang setzen bedeutet, dass etwas ausgelöst wird oder etwas beginnt. Gleichzeitig können wir hier auch ein Wortspiel sehen, denn der Gang bezieht sich auch auf das Fahrrad. Mit den Gängen können wir nämlich die verschiedenen Schwierigkeitsstufen bei einem Fahrrad einstellen. Im ersten Gang ist das Radfahren noch leicht, im zum Beispiel 6. Gang müssen wir schon etwas mehr in die Pedale treten. Das Beispiel meint also, dass einerseits das Fahrrad in Gang gesetzt wird und andererseits eine positive, freudige Stimmung ausgelöst wird, wenn man mit dem Fahrrad in Wien unterwegs ist. Weitere Beispiele mit dieser Redewendung sind: Die Tatsache, dass sich ein paar Leute im Unternehmen für Klimaschutz engagiert haben, hat wirklich eine grüne Welle an klimafreundlichen Maßnahmen in Gang gesetzt. Mit dem Thema hat es eine Welle an Kritik in Gang gesetzt. Nach langen Verhandlungen gelang es der Regierung, ein neues Förderprogramm für erneuerbare Energien in Gang zu setzen, um den Umstieg auf nachhaltige Energiequellen zu fördern. Übrigens, eine andere Redewendung mit Gang ist die Redewendung in die Gänge kommen. Damit meint man, dass man zwar etwas beginnen möchte, es uns aber sehr schwer fällt, damit zu starten. Zum Beispiel: Ich will schon seit Monaten wieder Gitarre spielen anfangen, aber ich komme einfach nicht in die Gänge. Wir müssen jetzt echt in die Gänge kommen und loslegen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wie immer sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.